Er ist ein echter Held. Kai Karlenberg aus Taunusstein. Der 16-jährige Schüler hat seiner Lehrerin das Leben gerettet. Ich bin nach der Schule einfach aus dem Gebäude gegangen und bin vorne zu den Bushaltestellen gegangen und meine AirPods in die Ohren gemacht und Musik gehört und ja, dachte, es ist halt so wie immer. Und dann habe ich hochgeguckt und eben die Lehrerin gesehen und gesehen, wie sie geröchelt hat und das auch wahrgenommen, dass es ihr nicht gut geht. Die Lehrerin hatte sich an einem Stück Brot verschluckt. Sie bekommt keine Luft mehr, droht zu ersticken. Kai reagiert sofort. Ich habe dann den Heimlichgriff angewendet und ihr dann somit das Brot aus der Luftröhre geschossen. Ich habe einfach das gemacht, was ich so dachte, das könnte jetzt passen, weil wir das auch so erklärt bekommen haben, wenn jemand was in der Luftröhre steckt, dann soll man diesen Griff machen. Und ich dachte dann, ich probiere es mal und ja, dann hat es ja geholfen. Der Heimlichgriff ist eine lebensrettende Erste-Hilfe-Methode. Durch den Griff erhöht sich Druck auf das Zwerchfell, wodurch ein starker Luftstoß erzeugt werden soll. Der sorgt dafür, dass Fremdkörper aus den Atemwegen geschoben werden. Dass der Gymnasiast dieses Wissen hatte, ist ein großer Zufall. Ich war eigentlich der einzige Ältere, da waren noch ein paar Fünftklässler, aber ja, der Einzige, der wahrscheinlich so davon ein bisschen Ahnung hatte. Für meine 125er, mein Motorrad, musste ich einen Erste-Hilfe-Kurs machen und dadurch wusste ich dann, was ich zu tun hatte. Dass ich dann aber so schnell das dann auch anwenden musste, hätte ich nicht gedacht. Den Erste-Hilfe-Kurs hatte er nämlich gerade einmal eine Woche zuvor absolviert. Für Schulleiter Matthias Gotthard ist Kai ein richtiges Vorbild. Ja, das ist schon eine Tat, so beherzt der Lehrerin so von hinten um die Brust zu greifen und da diesen Heimlichgriff anzuwenden. Finde ich schon sehr erstaunlich, dass man das im jungen Alter macht. Aber auf der anderen Seite natürlich auch toll, das zeigt Zivilcourage. Und ist eigentlich so das, wofür wir als Schule ja auch stehen. Nicht nur Bildung, sondern eben den jungen Menschen da auch sowas beizubringen, dass sie eben beherzt zugreifen im Leben. Von seiner Heldentat berichtet der 16-Jährige bescheiden. So richtig bewusst wird ihm das ganze Geschehen erst nach und nach. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass es ihr auch gut geht, in meinen Bus eingestiegen und nach Hause gefahren. Ich dachte, das ist halt normal und sie hat sich verschluckt und da helfe ich dann. Und genau, also das wurde mir erst klar, als ich dann für die Aktion auch geehrt wurde und so. Für sein heldenhaftes Handeln wird Kai vom hessischen Innenministerium ausgezeichnet. Der Taunussteiner Bürgermeister übergibt ihm eine Ehrung von Ministerpräsident Boris Rhein. Die Lehrerin selbst möchte nicht vor die Kamera, sie sei aber mehr als nur froh, dass Kai sofort gehandelt hat. Die war natürlich sehr bewegt, also hier auf dem Schulgelände, dass sowas passiert, dass man sich so verschluckt. Hat sie auch nicht für wahr gehalten in dem Moment und konnte sich aber auch nicht selber helfen und war dann natürlich sehr, sehr dankbar und hat dem Kai natürlich auch gedankt. Wenn der Schüler nicht so schnell reagiert hätte, wäre die Situation möglicherweise ganz anders ausgegangen. Und auch Kai selbst ist erleichtert, dass er helfen und eine Tragödie verhindern konnte. Sehr dankbar natürlich, weil keiner will die Schlagzeile lesen, dass eine Lehrerin an der Schule gestorben ist. Und deshalb bin ich froh darüber, dass es ihr jetzt so gut geht.